Herzlich willkommen zum Dinner Royal. Wir haben 2 Teams, die ich gleich reinrufen werde, die 2 Gänge kochen werden und dann ein Preisgeld gewinnen können. Die dürfen sich dann aussuchen, die Gewinner, wohin sie es am Ende des Tages spenden werden. Aber jetzt werde ich erstmal die Jury reinbitten. Da habe ich Eva, Fabian und Tim. Hey, schön, dass ihr da seid. Grüß dich. Moin, grüß So, dich. eure Expertise ist heute gefragt. Ihr dürft probieren, ihr dürft gucken. Die werden für euch kochen. Ja. Und dann würde ich doch gleich direkt das erste Team reinbitten. Da habe ich Morten und Sam. So, ihr habt euren Einkauf gleich mitgebracht. Ja. Ich schätze unsere Chancen jetzt nicht so hoch, weil wir jetzt beide nicht die besten Kochprofis sind, aber ich denke, irgendwie kriegen wir das hin. Spannend, was ihr kochen werdet. Nehmt eure Sachen ab in die Küche. Und dann begrüße ich das zweite Team mit Big Spin und Flobby. So Jungs, was habt ihr eingekauft? Wir haben uns tatsächlich liefern lassen. Ihr habt online bestellt. Es gibt doch den Rewe-Lieferservice. Das sieht auch richtig gut aus. Ja, am Ende müssen die ja probieren und bewerten. Von daher geben wir uns auf jeden Fall Mühe. Ich habe tatsächlich schon mal gekocht. Das Gericht, was wir jetzt heute machen müssen, habe ich so noch nie gemacht. Ja, wie so ein Schweinefilet mit Schnüren da noch festmachen, das ist nicht meins gewesen, so eine Art Rollbraten quasi. Wir legen los. Auf geht's. Viel Spaß. Okay. Wir haben auch in Los Angeles 1-2 Mal versucht zusammen zu kochen. Das war irgendwie ein kompletter Reinfall. Wir hoffen einfach, dass die Küche heute noch steht. Wir haben Lasagne gemacht, der hat 3 Stunden gedauert, dann war sie immer noch nicht fertig, dann hatten wir keine Lust mehr. Bei einer beschichteten Pfanne ohne Öl kurz rösten. Wo sind die Pinienkerne? Alle? Ich habe noch nie welche benutzt davon. Was sind das überhaupt? Ja. Ja. Pass auf, dass wir nichts verlieren. Ja, hol mal eine Pfanne schon mal. Wir brauchen ja eh eine Pfanne gleich. Eine Pfanne? Ja, hier. In einer beschichteten Pfanne. Wir müssen hier Wo haben wir denn Pfannen? Das ist ja, die haben ja ein Rezept bekommen, aber sie dürfen ja auch ein bisschen selber da so reinecken, wie die möchten. Wenn die jetzt sagen so, boah, mit Schale sind Kartoffeln viel geiler, dann könnt ihr es ja auch so machen. Ja, gut. Also jeder fängt mal an. Ich habe jetzt Morten ein bisschen zugeschaut, wie er die Pinienkerne ein bisschen klein machen wollte. Und das war wild und langsam. Ja. Du kannst sie auch so ein bisschen hacken, tatsächlich. so. Ne? Ja, aber halt schon ein bisschen, genau. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob die beschichtet ist, aber ich habe keine andere gefunden. Was ist überhaupt eine beschichtete Pfanne, Mann? Ja, die hat halt so Das wird gut. beschichtet halt. Gut, viel Erfolg. Und ich bin bisher noch relativ zuversichtlich. Schauen wir mal, wie es am Ende dann schmeckt. Das Induktion hier, wird das schnell warm? Ja, das wird schnell warm. Oh, das riecht So, wirklich läuft das gut. hier? Es riecht vor allem Das ist gut. eine Art. Oh ja, es duftet schon. Wie müssen die denn sein, damit Dings ist? Also nicht schwarz. Das dauert ja ewig. Oh, geil. Oh fuck, warte, das kriegen wir doch gar nicht mehr raus, oder? Na doch. Doch. Ich habe das Gefühl, wir sind voll ineffizient. Das dauert einfach ewig. Ihr müsst am Mindset arbeiten, das kriegt er hin. Pressen, Morten, pressen. Also die beiden Teams sind wirklich komplett unterschiedlich am Kochen. Man merkt da drüben, dass da schon ein bisschen mehr Erfahrung auf jeden Fall mit dabei ist. Auf dieser Seite weniger Erfahrung mit dabei ist. Hat aber vielleicht am Ende mit dem Geschmack nichts zu tun. Also wir sind gespannt. So ihr Lieben, wir haben jetzt noch ein Quiz vorbereitet. Ihr könnt mich für euer Team gewinnen. Dafür brauche ich aus jedem Team eine Person und werde euch einige Fragen stellen. Und wer die meisten Fragen richtig beantwortet hat, der hat mich in seinem Team. Frage 1. Welche dieser Karten kann nicht auf Star Level 3 aufgewertet werden? Magic Archer, Minenwerfer oder Friedhof? Friedhof. Der Magic Archer. Beides falsch, Jungs. Was ist das denn? Was macht ihr? Junges, come on. Welches Tier befindet sich im Turmskin der ersten Pass Royal Session? Hi. Hi, ja. Geht an dich! Frage Nummer 3. Wie viele Juwelen kostet eine Glücksspur? Eine mittlere 750. Spur. Richtig. Frage 4. Wie viele Karten werden benötigt, um eine Karte der Seltenheit legendär von Level 11 auf Level 12 aufzuwerten? Gott, das ist ja neu. Bin ich jetzt sofort raus. 11 auf Level Ach du 12. Scheiße. Wie viele sind? 6 oder 8. Dann bist du richtig, es müssten 6 sein. Das geht gar nicht, weil ich habe die Karten ja nicht. Okay, aus wie vielen einzelnen Einheiten besteht die Lateinenburg? 6. Wer war erster? Ich war erster. Was sagt die Jury? Ich glaube, Big Spin war zuerst. 3:1. Morten, wen hast du denn da hingeschickt zum Quiz? Also, wir das hier für eine peinliche Vorstellung? Aber das hier sieht schon richtig gut aus, muss ich sagen. Ja, ey, richtig wichtig, dass du das gewonnen hast, weil das hilft uns jetzt beim Binden.
Wichtig ist halt, dass es festgebunden wird, damit natürlich die Füllung jetzt nicht rausgeht. Dann gehst du hier halt runter, klappst das ein bisschen zusammen. Okay, Morten, die meisten Krauten. Okay. Schau mal nach. Einfach, dass du irgendwo einen Anfang hast. Drückst das so weit rein, drückst es zu. Schaut euch das hier mal an, das sieht so professionell aus. Du machst es richtig gut, wirklich. Ich glaube, ich habe es ein bisschen zu tief. Aber geht noch. Es ist noch okay, glaube ich. Ja. Nur die Mitte, also du kannst alles aufmachen eigentlich. Ich meine, wir müssen es ja eh zuknoten. Man könnte halt noch ein bisschen Pfeffer reinmachen für die Würze. Wir müssen es erstmal zuklappen, steht hier. Wollen wir noch ein bisschen Pfeffer drüber machen? Erst danach, erst zuklappen. Erst zuklappen. Zuklappen und mit Küchenhand festbinden. Zuklappen. Sag ich, wie wir das zuklappen sollen. Ah, steht ja. Immer auf zuklappen. Nussmischung. Hast du das zugeklappt bekommen? Also es soll keine türkische Pizza irgendwie gerollt werden oder so. Ne? Keine, Ja, reicht lass jetzt, mal Bruder. tun. Okay. Hier. Also, was machen wir? Ja, wie? Ich gehe kurz spicken. Viel Spaß beim Spicken. Ich glaube, das gleiche hätte ich dann hätte auch das gemacht. auch getan. Naja, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ob die das denn trotzdem so gebunden bekommen und ob die haben den Anfang dann nicht zu sehr gefüllt. Das haben die nicht. Gut funktioniert. Ja, ich denke, das war das Einzige, was wirklich. Also sonst hatten wir immer so, selbst wenn wir es vielleicht nicht hundertprozentig wussten, haben wir immer unsere eigene Technik irgendwie angewendet und haben irgendwie das doch so irgendwie geschnitten und haben das irgendwie so benutzt, wie wir es gedacht haben. Aber bei dem Seil oder was das war, was wir da abschneiden mussten und dann auch drüber machen mussten, hatten wir, glaube ich, da auch ein paar Probleme, mussten, wie wir das einigermaßen hinbekommen, dass nicht alles auseinanderfällt. Erstmal musst du am Anfang, glaube ich, einen Knoten reinmachen und dann musst du immer so rumbinden. Okay. Klingt eigentlich ganz einfach. Ja, was mal, du hast das irgendwie verheddert oder so. Ja, egal, es muss ja nur halten irgendwie, kaum. Jetzt einfach immer so ein. Hä? Das ist voll verwirrend, ich kann keinen Jetzt hast du einen Zaubertrick gemacht. Ja, du musst keinen Knoten mehr machen. Sag einfach tada und dann ist alles Ich super. meine, ich muss das. Warte, nee, das fällt auseinander so. Ach Mann. Ja, Prädikat auf jeden Fall. Selbstständig, lebensfähig. Check. Ja, das würde ich auch niemals machen, Digga. Ja, nee. An den Seiten wahrscheinlich ein bisschen. Achso, eh von allen Seiten angebracht werden, ne? Ja, genau. Super. Also die muss ja schon hier so vorne bleiben. Ja, manchmal wäre es schon hilfreich, wenn man nicht nur 2 Arme, sondern 4 hätte. Ne? Oder 4 Hände. Und ich möchte dann auf jeden Fall auch noch einmal auf den Gewinn hinweisen. Und zwar gibt es 1.337 € zu gewinnen. Und das Ganze darf der Gewinner dann spenden an eine Organisation, die er ganz gerne unterstützen möchte. Cool. Finde ich auch mega cool. Wie viele Esslöffel sollen wir machen? 2. Okay, Wir Bruder. haben so viel. Ich glaube, wir brauchen sogar mehr. Wir machen 3. Ich mach einfach so und du machst drauf. Ja, mach oben drüber, so, falls ich verkacke. Oh, stopp! Das ist 1. Mach rein. Ja, wir haben so viel Gemüse, wir brauchen mehr Öl. Ja, mehr Öl. 2. Die haben, glaube ich, nicht damit. Digga, es sieht aus wie Spiritus. Aber ich muss echt sagen, bisher, ich bin überrascht von uns. Hauen wir rein, ne? Am Ende ist es versalzen, egal. Es ist egal, wir müssen ja nicht essen. So, was ist der Plan? Das Fleisch hineingeben. Fleisch hineingeben und von allen Seiten anbraten. Auf 9! Ja, erstmal auf Power. Es soll ja ein bisschen Röstaromen bekommen. Also, Okay, wir ich brauchen sagen- einen Pfannenwender. Hast du einen Pfannenwender? Pfannenwender. Das ist doch. Wir brauchen einen richtigen Pfannenwender. Das schneiden wir raus. oder ich hole euch eine Zange. Okay. Also, aber legt erstmal das Fleisch jetzt schon mal rein. Okay. Ich glaube, die Pfanne ist heiß. Sehr gut. Junge, das hast du gut zugeknotet. Sieht aus wie so 2 Würmer. Jo Sam, jetzt müssen wir das Gemüse da reintun, oder nicht, oder? Was? Das Gemüse müssen wir jetzt da reintun, oder nicht? Dann müssen wir auch Sojasauce. Such mal Sojasauce. Lies noch mal genau im Rezept nach. Beginnen bei dem Fleisch. Du brauchst an allen Seiten erstmal anbraten. Allen Seiten anbraten. Und dann? In eine Fettpfanne setzen. Das ist eine Fettpfanne. Echt? Die wusste Also ich müssen wir nicht. die einfetten. Okay. Da rein. Okay. Morten, wie geht's euch? Wie geht's dir? Besser als dir. Wir haben den Hafen unter Kontrolle. Das Schiff ist gleich im Hafen. Sieht doch hübsch aus. Sieht super aus, wirklich. Und jetzt rein damit. Hast du ein Handy hier? Ja. Kannst du 10-Minuten-Timer machen? Ja. Ich komm mal ganz kurz rein in den Aal. Sieht aber gut aus. Der sieht richtig gut aus. Boah, das sieht richtig gut aus, Junge. Ich bin Hammer richtig aus. stolz. Boah. Das Gute ist, dass du neben dir den besten Schäler der Welt hast. Das bin ich. Nicht dumm? Einzigartig, anmutend, also grazil anmutend, sehr vorsichtig, wirklich nur die oberste Schicht. Da wird nicht nach Augenmaß, sondern man könnte schon fast sagen, wissenschaftlich gearbeitet. Da sieht man noch fein Fingerspitzengefühl von jahrelangem Training. Wie in den guten alten Zeiten damals. Ein weiteres Game startet gleich. Einer von euch
spielt gegen den anderen Clash Royale. Aus jedem Team einer und der andere schneidet Zwiebeln. Wenn ich sage jetzt, wird gewechselt. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Zwiebel geschnitten. Ich hasse Zwiebeln. Ich weiß nicht, wie das geht. Wenn dieses Geräusch ertönt, müsst ihr wechseln. Schneid dich nicht. Super. Gut aus mit der Zwiebel. Feine Würfel, mein Lieber. Oh Gott. Digga, ihr habt Karten, die wir nicht mehr freigeschaltet haben, weil Hauke gesagt, Haus so scheiße ist. Dann ist das große Messer egal. Und Oh Gott. Sieht man halt einfach nur, wie halt wild draufgehackt wird. Das hat mich ein bisschen fertig gemacht. da findet auch schon der erste Wechsel statt. Bro, wo bin ich? Die spielen irgendwie. Was spielen die? Graveyard. Graveyard. Oh, meine Zähne sind voll mit Zwiebel. Die Würfel hier sehen schon richtig gut aus. Das sieht furchtbar aus. Ja, mach einfach irgendwie, die sollen nur klein sein. Oh, Digga, es ist so widerlich. Haben die Mother Witch? Der nächste Wechsel findet statt. Hier bleibt so. Ja. Nicht ins Auge fassen, Nicht ins Auge fassen, oh Gott, bitte. Bruder. Ja! Was für Kobolde? Komm, Junge! Ja! Man muss sagen, hier sieht die Zwiebel besser aus. Also, Big Spin hat sich nun leider verzwiebelt, aber Tim als alter Teamsportler steigt mit ein. Auf geht's. Wir holen uns das Dank. Ding. Ich habe einen neuen Big Spin jetzt. Was hat Big Spin gemacht? Big Spin hat es nicht verkraftet, dass er verloren hat. Oh, verständlich. Also ich hatte heute Morgen schon nicht das beste Gefühl. Ich hatte mega Kopfschmerzen und das hat sich dann intensiviert über den Laufe des Kochduells. Und als es dann ans Zwiebelschneiden ging, da konnte ich irgendwie nicht mehr. Sind irgendwelche Faktoren zusammengekommen. Ich kann es auch nicht genau erklären. Musste mich aber auf jeden Fall dann erstmal hinlegen, weil mein Kopf so dermaßen gedröhnt hat, dass ich leider Gottes nicht beim Nachtisch mitwirken konnte. Und da dachte ich mir, dass ich dann noch sehr, sehr gut einspringen kann. Ich kenne die Jungs ja auch. Und von daher bin ich dann selber kurz zum Koch geworden und habe dann die beiden Gerichte fertiggestellt. Aber wir haben ja fast alles hier durchgeschafft und jetzt geht's nur noch Ja. um den Dessert. Genau, richtig. Kriegen wir jetzt Hilfe? Ja, ich bin hier. Jawohl. Ja, okay. So, Also eigentlich, das war jetzt echt ein ziemlich harter Move. Mit der Hand, mein Lieber. wie lange Wirst du brauchen morgen wir noch dafür? stehen. Guck mal, ich habe dir extra diese Schüssel gegeben. Du darfst sie einfach in die Küchenmaschine einspülen. Wir machen jetzt erstmal das hier gleich in einer Minute. 6 Gramm teilen, darüber hier eine Schicht Bratapfelkompott füllen. Eine Schicht, das bedeutet was? Eine Schicht bedeutet eine Schicht. Ist das denn schon ein Bratapfelkompott? Ja, oder? Was da? Achso, nee, das muss mit. Nein, Also, nein, ich habe gerade Das 5 esse ich Schritte. so nicht. Ich habe 5 Schritte übersprungen gerade, du hast recht. Ja. Das Management ist halt wichtig und das muss man lernen. Ja, da habe ich ein paar Mal so ein bisschen vielleicht auch so gefragt, ob das richtig ist, dass die Äpfel jetzt schon geschichtet werden, so, auch wenn die noch gar nicht im Topf waren. So. Dann ist der große Moment gekommen, das erste Team fängt jetzt an anzurichten. Und da Tim jetzt hier mit in dieses Team gerutscht ist, werde ich mit euch in die Jury kommen. Oh nein. Und werde auf jeden Fall auch noch, Ja? Musst du dich opfern? muss jetzt leider mitessen. Ich freue mich mega, denn es duftet hier so gut. Der große Verzehrmoment kommt jetzt, der große Probiermoment. Also guten Appetit. Guten Appetit. Butterzart hier. Also meine Oma wäre so richtig stolz auf euch. Das Fleisch, muss ich sagen, ist hier ein bisschen saftiger, hier aber würziger. Oha, 5, 7, 8, krass. Also ich muss sagen, wäre das Gemüse so geil wie auf dem Teller, wäre es für mich echt legit eine 10. Kann ich meine Punktzahl nochmal nachträglich ändern, ja, oder? Sind da ja nicht so, oder? Das war ein guter
Warte, wo war die 1? Nee, warte. Nee. Okay, nee, ich nehme die 6. Gibt's einen Punkt mehr, okay. Anrichteweise, es war aber richtig schön. Also da Props an euch. Also haben wir 21 Punkte für euer Team. Jetzt steht die Bewertung für den zweiten Teller an. Spiel den um. Also, Nein! okay, nice. Also, das ist bringt geil. auf jeden Fall Okay. definitiv Glück, würde ich mal sagen. Ja, ich werde mal sehen. Ich glaube, es wird sich so ein bisschen an der Creme auch entscheiden. Also der Apfel ist übel geil. Leise. Darf ich eigentlich öfter kommen zum Essen hier? So, dann würde ich sagen, 1, 2, 3 und Action. Wenn ich das Rezept angucke, ist am besten getroffen auf jeden Fall. Oha. Hab ich's richtig rum? Nee, Quatsch. Doch, war richtig. Oh, ja. Aber damit steht auf jeden Fall ein Gewinnerteam fest. Also ich fand es nicht gut eigentlich. Also ist alles perfekt gelaufen. Wir haben am Anfang kurz, was war das, haben wir die Pinienkerne kurz, glaube ich, ein bisschen zu schwarz gemacht, aber das war am Ende nicht so wild gewesen. Auch beim Anbraten war es kurz ein bisschen schwarz, aber das war am Ende actually ganz gut. Ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen. Ja, ich denke, dass wir generell am Anfang vielleicht noch ein bisschen so uns reinfuchsen mussten und gucken, wie alles funktioniert, wo alle Sachen waren. Aber ich denke, am Ende haben wir wirklich gut miteinander gearbeitet und haben beide unsere Dinger gut erledigt und konnten uns aufeinander verlassen und haben uns, denke ich, zum Ende hin relativ gut abgestimmt, dass wir alles gut gleichzeitig hinbekommen haben. Ja, ihr seid das Gewinnerteam und habt 1.337 € jetzt zur Verfügung. Ihr dürft das Ganze spenden und habt ihr euch überlegt, wohin? Also ehrlich gesagt haben wir gar nicht damit gerechnet, dass wir gewinnen, aber wir würden das Ganze gerne an die Tafel spenden. Super stark, finde ich richtig großartig. Ich hätte niemals gedacht, dass die überhaupt so eine gute Chance haben. Ich war ja auch, zu Beginn habe ich ja viel den beiden über die Schulter geschaut. Es war schon so ein bisschen lost, muss man sagen. Aber ich hätte alles gegessen und das ist ein wirklich, wirklich gutes Zeichen. Ich esse bei weitem nicht alles. Natürlich gab es hier und da ein paar Tricks und Kniffe von Frederik und von Eva und mir. Aber letzten Endes haben sie es ja selbst gemacht. Und dafür Applaus, auf jeden Fall. Und was mir aber am besten gefallen hat, das Highlight war ganz klar der Nachtisch. Den fand ich richtig lecker und den kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich den mal zu Hause mache. Also könnte man auch vielleicht mal, weiß nicht, an Weihnachten vielleicht auch für die Familie machen oder so. Mal gucken. Nein, das ist... Ohne Sam funktioniert das nicht. Ich brauche meinen Wingman. Aber es ist halt schon eine Menge Arbeit, wirklich. Wir standen da ja wirklich ewig. Ja, und wenn du irgendwie einen Fehler machst und das Fleisch nicht garst, dann hast du irgendwie 5 oder irgendwie irgendwas verkackst, stehst du irgendwie 5 Stunden oder so und am Ende schmeckst du nicht und dann weine ich. Ich kann es mir wirklich vorstellen. Ja, als Weihnachtsgeschenk so für Oma und Opa. Ich glaube, die würden sich freuen. So, ein wirklich leckeres Event geht zu Ende. Also ich habe wirklich gut gegessen, bin wirklich begeistert davon, was rausgekommen ist. Und sage echt, Jungs, Daumen hoch, das habt ihr richtig klasse gemacht. Und ich hoffe, dass ihr auch Spaß hattet und jetzt irgendwie demnächst auch öfter mal zur Pfanne greifen werdet. Ich sage Dankeschön an die Jury nochmal. Vielen, vielen Dank und natürlich auch nochmal ein extra großes Dankeschön an Tim, der nicht nur in der Jury saß am Anfang, sondern nachher sogar ehrenwert eingesprungen ist, mit in das Team. Wirklich. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und wir sagen alle frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss. Haben wir nicht so eine Konfettikanone oder so? Gather all your family round or go out and paint the town. It's the only time of year the whole wide world turns upside down. So baby, light a fire and we'll toast the night away because Christmas